hast ja gesagt, dass wir im Hotel die Arbeit mit dem Vergnügen verbinden können. Und genau das habe ich vor. Da du so großzügig warst und mir auch eine Suite gebucht hast, hast du doch sicher nichts dagegen, wenn ich meinen Mann mitnehme. Das ist mein Taxi. Lustig, genau das wollte ich auch gerade sagen. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Was haben Sie denn? Ein Hirntumor. Sie haben keinen Tumor. Ich meine, was hast du schon zu bieten außer Arsch und Titten? Fürs Beine breit machen muss man nicht lesen und schreiben können. Jessica. Fürs Beine breit machen muss man nicht lesen und schreiben können? Sag mal, geht's noch? Ich hab dir im Vertrauen von ihrer Legasthenie erzählt. Ist es das, was du damit machst? Es ist mir rausgerutscht. Ja. Daniel, was erwartest du von mir? Sie hat dich gerade abgeknutscht und ich sollte einfach zugucken? Du weißt genau, dass sie keine Konkurrenz für dich ist. Zumindest hatte ich gehofft, dass du mir vertraust. Ich vertraue dir auch, aber ich vertraue ihr nicht. Hey, ich hab so satt, dass sich dieses blonde Sexmonster in einer Tour an dich ranschmeißt. Und du erwartest wirklich, dass ich Verständnis dafür habe? Das rechtfertigt, was du gerade rausgehauen hast, ja? Das ist echt das Allerletzte. Wie ich bereits sagte, Kim will niemanden sehen. Und sie schon gar nicht. Ich wollte ja auch lediglich wissen, wie es ihr geht. Ja, sie schläft. Aber sie hat sich eine schlimme Erkältung eingefangen. Von ihrem Liebeskummer mal ganz zu schweigen. Sie ist völlig durch den Wind. Ich kann nur froh sein, dass der Kerl noch rechtzeitig sein wahres Gesicht gezeigt hat. Nicht auszudenken, wenn sie ihn geheiratet hätte. Vielleicht äußert sie diese Meinung nicht vor Kim. Und das Geschenk hier, das können Sie wieder mitnehmen. Sie möchte es nicht. Man kann sich nicht alles kaufen für Geld. Und jetzt, auf Wiedersehen. Nicht ganz so schnell, da wäre noch etwas. Unsere Geschäftsreise nach Zürich, Frau Dröge will wissen, ob sie für deinen Mann mitbuchen soll. Wieso? Ich soll mit nach Zürich? Ja, Ansgar hat mir doch die Suite spendiert. Und ich dachte, das wäre mal wieder eine schöne Gelegenheit, dass wir was zusammen machen. Aber dann ist die Sache mit Kim passiert, sonst hätte ich dir längst davon erzählt. Aber unter diesen Umständen verstehst du natürlich, wenn Nein, wir das nicht... verstehe ich nicht. Ich brauche dich dort. Diese Stein kann mich nicht leiden. Ach, wie verwunderlich. Wenn du nicht dabei bist, gib mir dieser Drache nicht mal eine Gratisbatterie aus ihrem Sortiment. Sie haben es doch gehört. Meine Frau bleibt hier. Und ich auch. Mir ist schon klar, dass Sie nicht wollen, dass Ihre Frau mit mir auf Geschäftsreise geht. Wenn Sie sich da mal nicht überschätzen. Auf jeden Fall vergessen Sie, dass ich nicht Reiseveranstalter bin, sondern Geschäftsmann. Und du hast einen Job. Keine Sorge, Sie bekommen Ihre Frau ja wohlbehalten zurück. Fahr du ruhig. Ich pass auf Kim auf. Anna hat gesagt, dass sich niemals jemand in mich verlieben wird. Weil ich dumm bin und nur mit mir ins Bett wollen. Ey, das ist Quatsch. Du bist eine tolle Frau. Aber das mit dem Kuss vorhin, das geht nicht. Ich weiß. Ich fühle mich ja geschmeichelt, aber ich liebe Helena. Das musst du akzeptieren, wenn es mit unserer Freundschaft funktionieren soll. Das vorhin, das... Ich weiß nicht, das war ein Totalausfall. Ich verspreche dir, das nie wieder vorkommen. Dann habe ich ja richtig Glück gehabt. Ich dachte schon, ich muss mir eine neue Co-Mechanikerin suchen. Wie sieht's aus? Basteln wir gleich noch ein bisschen am Motor rum? Ja. Freundin?
Krankenhaus. Ich muss los, Notfall. Sorry. Hey. Was ist denn mit dir los? Olli! Also jetzt mal ehrlich, Sohn. Hm? Du bist doch nicht hergekommen, um einen Becher vom schlechtesten Kaffee der Welt zu trinken, oder? Nee. Also, die Sache ist die. Mama, ich hab vorhin mit Mama telefoniert. Und sie würde ganz in meinen Prozess kommen. Natürlich nur, wenn du nichts dagegen hast. Natürlich nicht. Ich freue mich doch für dich, dass deine Mutter dir zur Seite steht. Cool. Dann sage ich ihr das so. Du, ich muss schon wieder los, weil Leonie wartet draußen. Danke für den Kaffee. Hallo, machen Sie einen Krankenbesuch? Nein, ich wollte eigentlich zu Ihnen. Um mich für die wundersame Heilung meines Hirntumors zu bedanken. Eine meiner leichtesten Übungen. Waren Sie denn inzwischen beim Zahnarzt? Ja, und ich habe jetzt so eine Knirschschiene und seitdem sind die Kopfschmerzen weg. Genau wie Sie gesagt haben. Ich wusste jetzt nicht, was Ihnen gefallen würde. Und irgendwie denke ich gerade, Blumen sind es nicht. Danke, sehr schön. Die sind bunt? Sie müssen sich wirklich keinen abbrechen. Wissen Sie was, ich ziehe diese Blumen einfach zurück. Gute Besserung. Ja, von mir auch. Alles Gute. Ja, und Sie haben jetzt stattdessen einen Wunsch frei. Womit kann ich Ihnen wirklich eine Freude machen? Also, Sie sind doch Designerin. Beine noch ein bisschen auseinander. So? Ja, perfekt. Und jetzt nicht bewegen. 35 Zentimeter? Inches. Ach so. Wie haben Sie das auch so gerade gemeint? Ich hatte nur die berechtigte Sorge, dass ich womöglich abnormal kurze Beine haben könnte. Toulouse-Lautrec hat das auch nicht geschadet. Aber mit 89 Zentimeter Innenbeinmaß sind Sie ganz gut dabei. Für einen Spanier. Zurück zum Anzug. Eher klassisch elegant, eher Kerschuh. Was für ein Stoff? Also schön wäre, wenn er von einem extrem nervösen Redner ablenken könnte. Dann würde ich sagen, orange kariert. Ja. Also kommen Sie, Tiefstapeln ist was für kleine Männer. Und das ist doch bestimmt nicht der erste Vortrag, den Sie halten. Ja, aber der erste ohne Generalprobe. Bislang hatte ich immer meine Frau als Testzuhörerin, aber das hat sich ja irgendwie erledigt. Ich habe zwar wirklich keine Ahnung von Neurochirurgie, aber also wenn es nur ums Zuhören geht? Das würden Sie machen? Also dann hole ich nur schnell meine Unterlagen und dann lege ich los. Ja, also. So, lass es dir schmecken. Danke. Na, mein Schatz. Es geht dir wirklich einigermaßen? Keine Sorge. Ich habe doch das Wolfsche Überlebensgehen. Ja, das will ich stark hoffen. Ich weiß, das tut verdammt weh. Und warum versuchst du jetzt, dich an mir anzustecken? Ich meine Emilio, nicht deine Erkältung. Den kenne ich nicht. Und Papa und du, ihr kommt wirklich ohne mich klar. Also ich kann auch bleiben, wenn du es möchtest. Nein, du musst nach Zürich. Du sollst mir einen ganzen Haufen Schokolade mitbringen. Na gut, wenn ich dazu komme. Ja, Ansgar wird dich ja wohl nicht Tag und Nacht beanspruchen. Oh Gott, bewahre. Okay. Gute Besserung, ja? Und du kümmerst dich um sie, ja? Natürlich kümmere ich mich um sie. Und du kümmerst dich um Ansgar. Sein Manöver vorhin, das war wohl mehr als durchsichtig. Ja? Genauso wie seine Verführungstaktiken. Den kann man wirklich nicht mehr ernst nehmen. Und sollte er dich auf der Reise anbaggern, dann beißt auf Granit. Und Jessica hat wirklich nicht gesagt, wo sie hin wollte? Sie wollte ein bisschen für sich sein. Helena, Jessica teilt selbst oft genug aus.
Mach dich nicht so verrückt. Ich weiß, aber was ich davon gesagt habe, das war mehr als daneben. Jessica. Hast du eine Minute? Nicht mal eine Sekunde. Ich glaube, Helena will sich entschuldigen. Jessica, ich weiß, wir konnten uns noch nie wirklich leiden. Und dass du ständig mit jedem Kerl gleich in die Kiste willst, mit dem ich was angefangen habe, macht die Sache auch nicht besser. Bis jetzt habe ich auch alle gekriegt. Siehst du, genau das meine ich. Aber was ich heute gesagt habe, das war gemein, das war total daneben und es tut mir leid, ehrlich. Und du kannst dich darauf verlassen, dass ich in Zukunft meine Klappe halten werde. Von mir wird keiner was von deiner Legasthenie erfahren. Und jetzt? Soll ich dankbar sein? Weißt du was, Birne? Du kannst mich mal. Graf Leinstein wird auch gleich hier sein. Darf ich Ihr Gepäck schon mal zum Wagen bringen? Gerne. Danke. Na, kann Ansgar sich mal wieder nicht von seinem Spiegelbild trennen? Schon möglich. Thomas wartet draußen? Nein, er kommt doch nicht mit. Ja, Kim geht es nicht so gut und deswegen bleibt er bei ihr. Auch wenn Ansgar es sich nicht vorstellen kann. Ich werde seinem Charme auch ohne Unterstützung widerstehen. Es dürfte dir eher schwerfallen, deinem Fluchtinstinkt nicht nachzugeben, wenn du seiner Selbstgefälligkeit mehr als 3 Stunden ausgesetzt bist. Dabei hält er sich für Gottes Geschenk an die Frauen. Ach, ich glaube, jede Frau ist mal so einem Mann begegnet, der sie zur Weißglut treibt und zu dem sie sich gleichzeitig hingezogen fühlt. Bei Thomas und mir war das anders. Von Anfang an. Deswegen ist er mein absoluter Hauptgewinn. Bis heute. Das sieht man euch beiden an. Ja, dann wünsche ich eine erfolgreiche Reise. Vielen Dank für die guten Wünsche. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Im Gegensatz zu anderen Doppelspitzen bei uns in der Firma sind Victoria und ich ein echtes Dreamteam, was Verhandlungen betrifft. Ich bin mir sicher, dass es keine Komplikationen geben wird. Oh ja, das glaube ich auch. Diese neuartigen, bildgebenden Verfahren haben sich bei der Früherkennung von Glioblastomen als extrem hilfreich erwiesen. Hervorzuheben sind hierbei sowohl die Positronen-Emissionstomographie, kurz PET, als auch das SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography. Die extrem präzisen Ergebnisse können nur dadurch verfälscht werden, dass der verantwortliche Neurochirurg sein Publikum ins Wachkoma gequatscht hat. Was zu bleibenden Schäden führen kann, wenn nicht direkt Reanimationsmaßnahmen eingeleitet werden, wie zum Beispiel die orale Vergabe von starkem Espresso. Was? Oh, Entschuldigung, ich war ganz kurz nicht bei der Sache. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie Ihre Beine wieder spüren. Das könnte sich anfangs durch ein leichtes Kribbeln bemerkbar machen. Okay, ich geb's zu. Ich habe ab dem 3. Satz kein Wort mehr verstanden. Aber ich bin mir wirklich sicher, ein gebildetes Fachpublikum wird Ihnen zu Füßen liegen. Schnarchend. Gehen Sie ruhig ran. Ja, das ist nur eine Kollegin, die will wissen, ob ich später mit ins Glam-Trash komme. Aber jetzt höre ich mir erstmal Ihren Vortrag zu Ende an. Nein. Als Einschlafhilfe stehe ich nicht zur Verfügung. Nein, Sie sind wirklich überhaupt nicht langweilig. Jetzt klingen Sie schon wie meine Frau. Die habe ich jahrelang geglaubt, dass sie sich tatsächlich für meine Vorträge interessiert. Julia. Sie vermissen sie. Meine Ehe ist Geschichte. Ich weiß wirklich nicht, warum ich Sie überhaupt damit behellige. Nein, das ist wirklich in Ordnung. Ich hab Ihre Zeit schon viel zu lange in Anspruch genommen. Also vielen Dank für die Bemühungen mit dem Anzug, für die Geduld mit meinem endlos langweiligen Vortrag hier. Also diese Führung war wirklich hochinteressant.
Schade, dass die Produktion nicht auch hier ist. Ich habe leider noch immer gar keine Ahnung, wie man Lithium-Ionen-Akkus herstellt. Man ionisiert Lithium und füllt es in eine Batterie. Ah, tatsächlich. Lass mich raten, du wusstest das. Das gehört zur Recherche. Ohne dich könnte ich den Laden wirklich dicht machen. Wissen Sie, bevor ich Frau Wolf eingestellt habe, war ich durchaus in der Lage, meine Firma selbst zu führen. Und jetzt? Die Ausführungen Ihres Geschäftsführers zum letzten Quartal waren sehr vielversprechend. Eine Expansion würde sich durchaus rechnen. Dann wären wir ja schon einen großen Schritt weiter. Einen großen Schritt für Sie, ein kleiner Schritt für uns. Wenn Sie höhere Einlagen von mir wünschen, dann müssen wir über die Bedingungen reden. Was denn? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Frau Wolf hier eine angenehmere Verhandlungspartnerin für Sie ist als ich. Das würde ich nie behaupten. Dafür hat sie andere Vorzüge, die ich Ihnen sicher nicht erläutern muss. Ja, in der Tat, die hat sie. Beispielsweise ist sie wesentlich tiefer in der Materie drin als ich. Na schön. Ich gehe mal davon aus, dass Frau Wolf meine Interessen hier aufs Beste vertreten wird. Gut. Ich empfehle mich. Ich erwarte deinen Bericht. Frau Stein. Was denken Sie? Er ist ein Macho vor dem Herrn, aber er hat ein untrügliches Gespür für fähige Mitarbeiter. Sie sind das beste Beispiel dafür. Mann, jetzt komm schon. Gewalt ist immer eine Lösung. Was dein heutiges Motto ist? Es tut mir leid. Sagt es nicht mir, sagt es Jessica. Hab ich. Ich verstehe einfach noch nicht, was er an dieser wandelnden Spießerbluse findet. Das ist Daniels Sache. Wenn du ihn vor Helenas Nase abknutscht, dann musst du dich nicht wundern, dass sie keinen Applaus klatscht. Verteidigst du sie jetzt auch noch, oder was? Was sie dir an den Kopf geworfen hat, das ging gar nicht. Aber das hat sie eingesehen und sich entschuldigt. Und das war ehrlich gemeint. Hat sie deine Entschuldigung angenommen? Sie war zu verletzt, was ich auch verstehen kann. Ich hoffe nur, dass sie mir irgendwann glaubt, dass mir meine Entgleisung wirklich leid tut. Ich wette, die sitzt da gerade, macht solche Kuhaugen und schleimt sich total bei ihm ein. Oh, weißt du, ich hab so satt, dass ich immer als die miese Schlampe dastehe. Und sie soll die Heilige sein. Ey, als Jessica dich geküsst hat, ich hab nur noch rot gesehen. Die Nerven sind mit mir durchgegangen. Aber weißt du, was mich am meisten ärgert? Du hast mich gebeten, ihr einfach zu vertrauen. Stattdessen wollte ich unbedingt wissen, was du und Jessica für ein Geheimnis habt. Und als du es mir dann doch erzählt hast, da habe ich dir versprochen, die Legasthenie für mich zu behalten. Und stattdessen... Jessie, du trittst dir nur selbst gegens Schienbein, wenn du Daniel weiter anbaggerst. Er liebt Helena, Punkt. Danke für die Predigt. Mann, ich weiß selbst, wie sich's anfühlt, wenn man verknallt ist und das wird nicht erwidert. Aber willst du deswegen wirklich noch riskieren, Daniels Freundschaft zu verlieren? Genau das wird nämlich passieren, wenn du deine Gefühle nicht in den Griff kriegst. Ansgar fordert mich. In jeder Hinsicht. Und ich gebe zu, dass mich genau das reizt. Er hat mich für den Job als seine persönliche Referentin ja quasi ins kalte Wasser geschmissen. Und Sie sind mit voller Kraft losgeschwommen. Ohne Sie wäre auch dieser Vertrag nicht zustande gekommen. Das weiß Graf Lahnstein ganz genau. Entschuldigung, wahrscheinlich mein Mann. Unserer jüngsten Tochter geht's nicht so gut. Ja? Ich bin's. Bist du durch mit der Stein? Noch nicht? Wieso? Wenn du den Deal in trockenen Tüchern hast, komm bitte in meine Suite. Ich habe uns was zu essen bestellt. Entschuldige, aber ich möchte dich lieber im Restaurant treffen. Wo uns jeder zuhört, wenn wir interner besprechen, ich bitte dich. Ich glaube kaum, dass unsere Gespräche für die restlichen Gäste so interessant sein werden. Aber ich. Also, bis gleich. Habe ich das eben richtig interpretiert? Ihr Chef zitiert Sie in seine Suite? Zum Essen. Um die geschäftlichen Details nicht in aller Öffentlichkeit zu besprechen. Geschäftliche Details. Jetzt sieht er wirklich alle Register. Aber Sie wirken wie eine Frau, die gegen seinen sehr speziellen Charme immun sein dürfte. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass Ansgar das auch verinnerlicht.
würden Sie mir wohl einen Gefallen tun? Wow, bin ich das? Den Trick hat mir eine Maskenbildnerin aus New York gezeigt. Macht Augen wie Untertassen, oder? Mhm. So, und jetzt muss ich mir noch ein paar Augen ins Gesicht malen. Damit es wieder nicht so auffällt, wenn mich noch mal ein Typ ins Koma quatschen sollte. Dr. Mendes hat mir einen medizinischen Vortrag gehalten. Oh je, ich verstehe. Nein, eigentlich war es richtig witzig. Also bis wir von seiner Ex-Frau gesprochen haben. Frisch getrennt? Unter verschärften Bedingungen. Sekunde, wir sprechen jetzt aber nicht über Dr. Ricardo Mendes. Die, ich zitiere, spanische Grippe auf 2 Beinen, der Obermacho, der dir Taxis klauen und dir die Räume nicht überlassen wollte? Ja, vergiss ihn. Der muss erst noch ein bisschen auf die Weide, bis er wieder auf den Markt kommt. Der Plan war ja sowieso, dass wir erst mal abchecken, was sonst noch so ohne Leine durch Düsseldorf streunt. Du sagst es. So, und das sind die Zündkabel und die führen hier zu den Zündkerzen. Der Docht? Das ist in dem Fall ein Hochspannungskabel. Besteht da nicht Lebensgefahr? Solange das Ding nicht eingebaut ist und die Kabel, also die Dochte, nirgendwo hinführen, besteht keine Gefahr für Leib und Leben. Kann es sein, dass du dich über mich lustig Nein, machst? kann es nicht. Ich will nur, dass du glänzt, falls Jessica doch noch kommt. Na, ich habe ihr angeboten, mit mir am Mustang weiter rumzuschrauben, aber ohne Gefahr für mein Leib. Und dein Leben. Dafür besteht hier akute Gefahr für Ölflecken. Na, wenn du dein Overall nicht anziehst? Ups, jetzt ist ja deine Bluse ganz versaut. Die müssen wir ausziehen, das geht ja gar nicht. Herr Doktor, vielleicht sollten wir uns lieber um unseren Patienten kümmern. Nicht, dass die Narkose nachlässt, bevor wir die neue Hüfte eingesetzt haben. Das stimmt, Schwester Helena. 8. Schlüssel. Das ist eine Ratsche. Die sind wirklich zu nicht zu gebrauchen. Aber verdammt süß. Und sexy. Ah, sehr schön. Stellen Sie es dahin, ich mach den Rest. Das ist für Sie. Danke. Dieser Westentaschen-Casanova hat dich allen Ernstes zum Dinner in seine Suite beordert? Ja, hat er. Ich setz mich sofort ins Auto. Also bevor du die ganze Nacht durchfährst, Ansgar wird auch so sein blaues Wunder erleben. Komme! Graf Lahnstein, Sie haben doch sicher kurz Zeit für mich. Köstlich. So. Und das stört doch jetzt hier nur. Sagen Sie, ich dachte, Sie hätten das alles mit Frau Wolf besprochen. Ach, es geht nur noch um einige Details. Und die können wir nicht morgen früh besprechen? Leider nicht. Mein Terminkalender ist auch für morgen schon wieder randvoll. Ich verspreche Ihnen, es dauert nicht lange. In 1, 2 Stündchen sollten wir durch sein. Können wir anfangen? Oder haben Sie heute noch was vor? Und wie gefällt dir der da drüben? Champagner? Da ist aber jemand wirklich very old school. Entschuldigung, wer hat uns denn im Visier? Der ist nicht oldschool, sondern Spanier. Obwohl, ist im Prinzip das Gleiche. Entschuldigung, die Dame, störe ich? Überhaupt nicht. Schön, Sie wiederzusehen. Danke gleichfalls. Überraschung. Sie arbeiten gar nicht weiter in Ihrem Vortrag? Der bleibt genau wie er ist und ich lasse ihn mir patentieren. Damit schaffe ich selbst mehrstündige Eingriffe komplett ohne den Einsatz von Narkotika. Na, so einschläfernd war er auch nicht. Jetzt kann ich es ja zugeben.
Der Vortrag war pure Absicht. Sagen wir, meine kleine Rache für das ergaunerte Taxi und die Entmietung. Vorsicht, ich habe Ihren Anzug noch nicht fertig. Mir könnte da so ein kleines Missgeschick mit der Beinlänge passieren. Euch scheint ja eine ganze Reihe abenteuerlicher Begegnungen zu verbinden. Da sieht ihr euch immer noch? Stimmt. Eigentlich könnten wir Bruderschaft trinken. Okay, aber dann mit richtigen Drinks. Also jetzt nichts gegen Champagner, aber 3 Tequila, bitte. das ist mein Wort. Da bist du ja. Ich wusste, dass ich dich kriege. Ja, jetzt werde ich dir mal Immer noch Liebeskummer. Beine absägen. Jetzt kommt das Beste. Jetzt kriege ich dich. Ja, das sind ja wirklich Dialoge, die das Leben schreibt. Hab ich auch lang genug gewartet. Sicher, dass du nicht drüber reden willst? Ja. Ich sag dir, jetzt wird's geil. Beine absägen. Ah, dumm gelaufen, ne? Okay. Willst du vielleicht ein Stück? Ist zwar nur Salami, aber mit ein bisschen Fantasie. Oder Chili schon gut? Danke, ich bin auf Diät. Ist aber lecker. Vielleicht auch ein Fetzen Fleisch? Ganz klar. Ganz kurze Frage, aber was fasziniert dich an diesem Schocker? Ich zersäg dich mal eben. Die Blutspritze auf der Spießerbluse. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Entschuldige. Ich muss gestehen, am Schluss hat mir Ihr Chef fast leid getan. Aber nur fast. Ich kann verstehen, dass er Sie rausgeschmissen hat, als Sie mit ihm diskutieren wollten, wer hier die Bonusmeilen gut geschrieben bekommt. Dass wir uns sonst in allen Punkten so schnell einig geworden sind, das lag wohl eher daran, dass er bis zuletzt auf Ihr Erscheinen gehofft hat.
Darf ich Sie denn als kleines Dankeschön noch auf den Absacker einladen? Nein, danke. Ich habe 2 Gläser Jahrgangschampagner getrunken, der eigentlich für Sie bestimmt war. Ja, dann vielen Dank nochmal. Schlafen Sie gut. Sie auch. Es war mir ein Fest. Und wir telefonieren, ja? Ja. Ich hätte gerne noch einen doppelten und dann die Rechnung. Darf es das auch was sein, Graf Lahnstein? Nein, im Moment nicht. Sagen Sie, arbeiten Sie schon lange hier? Seit 3 Monaten. Oh. Na, dann haben Sie doch bestimmt auch bald Feierabend, oder? Oh, das müsste ich wechseln gehen. Kein Problem. Vielleicht wären Sie ja so freundlich, mir das Wechselgeld auf meine Suite zu bringen. Ja. Okay. In einer halben Stunde in meiner Suite. Ach, und bringen Sie doch eine Flasche Champagner mit. Also das ist ja wohl so erbärmlich. Hallo, Victoria. Auch noch wach? Du greifst dir das Personal an und versuchst sie mit deinem Geld zu beeindrucken. Ich meine, die Kleine ist höchstens 20. Tut mir leid. Ich muss mich entschuldigen. Du bist eine wunderschöne, attraktive, begehrenswerte Frau. Und es hat absolut nichts mit dir zu tun. Keine Sorge, ich verstehe dich. Tatsächlich? Ich nicht. Bei Nico, sorry, aber bei Nico war es genau dasselbe. Am Anfang war alles super und dann... Ihr wolltet euch beide ablenken von einem Verlust, den ihr nicht überwunden habt. Sowas geht nie gut. Ja, aber Nico wusste das von Anfang an und ich nicht. Ich schätze, ich sehne mich noch immer nach etwas, was einfach nicht mehr existiert. Das ist okay, ehrlich. Nein, das ist es nicht. Ich bin der größte Trottel, der rumläuft. Ich schaff's nicht, mit einer wunderschönen Frau zu schlafen. Ich verletze dich. Ich stehe mir ständig selber im Weg. Und das alles nur wegen einer Frau, die mich nach 18 Ehejahren einfach so hat sitzen lassen. Ja, das ändert aber nichts daran, dass du sie liebst. Und dass du dir wünschst, dass sie zu dir zurückkommt. Aber ich will das nicht mehr. Das muss doch irgendwann aufhören. So ist das nun mal, wenn man jemanden liebt. Darf ich? Wir sind ein freies Land. Ich habe von der ersten Sekunde an gewusst, dass du die Liebe meines Lebens bist. Willst du meine Frau werden? Boah, was für ein Rotz. Das ist doch voll unglaubwürdig. Es gibt sie aber. Die einzige wahre Liebe im Leben. Ich bin zu alt für solche Märchen. Manchmal liebt man den Falschen. Oder man wird enttäuscht. Aber der Schmerz geht vorbei. Ach, echt? Als du mitbekommen hast, dass ich Ansgars Tochter bin, wie lange hat es gedauert, bis der Schmerz weg war? Nur damit ich das richtig verstehe. Du hast kein Interesse an mir. Sie offensichtlich schon. Wo genau ist hier das Problem? Also du solltest dich mal reden hören. Deine Selbstgefälligkeit ist genauso aufgesetzt wie dein Interesse an Jahrgangschampagner. Ich wette, du schmeckst nicht mal einen Unterschied. Na, und selbst wenn. Exklusiver Champagner reizt mich doch nicht, weil er exklusiv ist. Sondern weil er teurer ist als andere und viele ihn sich nicht leisten können. Abgesehen davon lenkst du vom Thema ab. Das Thema ist, dass du dich benimmst wie ein bockiger 3-Käse-Hoch, dem jemand seinen Tretroller weggenommen hat. Kleine Jungs werden große Jungs, aus Tretrollern werden irgendwann Sportwagen. Die nur darauf warten, dass man mal richtig Gas gibt. Mit deiner ganzen Angeberei und dem ganzen Geld wirst du dir eins niemals kaufen können. Und zwar das, worauf es am meisten ankommt. Liebe. Sorry, das ist mir jetzt einfach so rausgerutscht. Tut mir leid.
Vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass wir darüber reden. Ich hatte schon ziemlich dran zu knabbern, als ich erfahren habe, dass deine Mutter mich betrogen hat. Und der Gedanke daran, dass ich nicht ein leiblicher Vater... Du wirst immer mein Vater bleiben. Eben. Und weißt du, warum das so ist? Weil wir uns lieb haben. Und genauso ist es auch bei deiner Mutter und mir. Ich liebe sie. Trotz allem. Und sie mich. Deswegen haben wir diese Krise auch gemeistert. Im Gegenteil, sie hat uns sogar noch mehr zusammengeschweißt. Heute weiß ich mehr denn je, dass ich ihr absolut vertrauen kann. Bist du jetzt fertig? Dann sag ich dir mal was. Mir die Steine aufs Zimmer zu schicken und eine ganze kleine Emanzenrede eben. Das hat auch nur einen Hintergrund. Du läufst vor deinen Gefühlen weg. Wie ein kleines Mädchen vor dem bösen Wolf. Aber in deinem Märchen bin ich der böse Wolf. Du hältst mir eine Moralpredigt, weil du es nicht erträgst, dass ich nicht irgendwo in der Ecke sitze und mich frustriert frage, warum du nicht gekommen bist. Aber in Wahrheit hast du nur Angst vor deiner eigenen Courage. Du willst dir einreden, dass du alles getan hast, um mir zu widerstehen. Aber das kannst du gar nicht. Du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder du schaust mir in die Augen und sagst mir, dass ich komplett falsch liege. Oder to your heart.